Der Tag, an dem die Zeit stehen blieb, ein Rennen gegen die Uhr. Thomas eilte durch den morgendlichen Verkehr, das Herz pochte ihm bis zum Hals. Ein unerwarteter Stau hatte ihn aufgehalten, und sein erster Tag im Notfallzentrum des Krankenhauses würde nicht der ruhige Einstieg werden, den er erhofft hatte. Schon von weitem hörte er die Sirenen der Krankenwagen. Als er die Eingangstüren durchschritt, wurde ihm die Brisanz der Situation sofort klar. Ärzte, Krankenschwestern und Techniker rannten hektisch umher. Ein großes Unglück hatte in der Stadt stattgefunden und das Krankenhaus war im Ausnahmezustand. »Oh Gott, Thomas, da bist du ja endlich!« »Schnell, wir brauchen deine Hilfe im Schockraum«, rief Dr. Fischer, während er einen Patienten in den Operationssaal schob. Thomas warf seine Tasche in die Ecke, zog den Kittel über und eilte in den Schockraum. Mehrere Patienten lagen dort bereits, von Schnittwunden bis hin zu schweren Verbrennungen war alles vertreten. Thomas übernimmt den Patienten dort. Er hat eine offene Beinfraktur, wir müssen das stoppen, bevor er zu viel Blut verliert, instruierte eine Krankenschwester, die gerade eine Infusion vorbereitete. Mit festen, routinierten Handgriffen legte Thomas einen Druckverband an und gab dem Patienten Schmerzmittel. Fast gleichzeitig erklärte er einem Medizinstudenten, der fassungslos daneben stand, welche Schritte er unternahm. Nach einer Ewigkeit, die in Wirklichkeit nur Minuten dauerte, stabilisierte sich der Zustand des Patienten. Thomas fühlte sich erschöpft, aber zufrieden. Doch die Ruhe währte nur kurz. Ein neuer Krankenwagen traf ein und erneut waren alle Hände voll zu tun. Ein kleines Kind war unter den Verletzten und Thomas spürte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte. Er wusste, dass jeder Moment zählte. Eine Kopfverletzung und eine Fraktur im rechten Arm. »Schnell, wir müssen ein CT machen«, rief der einliefernde Sanitäter. Thomas wusste, dass der Arm warten musste, die Kopfverletzung war jetzt die Priorität. »Bereiten Sie das CT vor und informieren Sie die Neurochirurgie«, sagte er, während er das Kind behutsam auf die Trage legte. Dann, wie im Nebel, hörte er seine Kollegen ihn loben. »Gut gemacht, Thomas. Sie haben ihm vielleicht das Leben gerettet.« Aber Thomas wusste, dass dies nur der Anfang eines sehr langen und herausfordernden Tages war. Er dachte an all die Menschen, die noch kommen würden, und wusste, dass er sich nicht zurücklehnen konnte. Nicht jetzt. Nicht heute. Er atmete tief durch und machte sich bereit für die nächste Herausforderung. Der nächste Krankenwagen fuhr vor und Thomas schaute kurz auf. Zu seiner Überraschung sah er eine ihm unbekannte Krankenschwester neben Dr. Fischer. »Thomas, dies ist Lena. Sie ist neu im Team und hat bereits Erfahrung in der Notfallmedizin«, stellte Dr. Fischer vor. Erfreut murmelte Thomas und reichte ihr die Hand, während er mit der anderen Hand einen Tropf einstellte. »Die Freude ist ganz meinerseits. Ich habe schon viel von Ihrer Arbeit gehört, Thomas«, sagte Lena und zog schnell ihren Kittel an, um gleich mit anzupacken. Das nächste Rettungsteam kam herein, trug eine ältere Frau mit Atembeschwerden. Thomas und Lena arbeiteten Hand in Hand, als würden sie das schon Jahre tun. Sie stabilisierten die Frau und sorgten dafür, dass sie schnell in die Intensivstation verlegt werden konnte. »Wirklich gute Arbeit«, sagte Lena, als die Frau abtransportiert wurde. »Sie sind ein Naturtalent in der Notfallmedizin.« Thomas schaute sie an und lächelte müde. »Das gilt auch für Sie. Willkommen im Team.« Der Rest des Tages verging wie im Flug. Patienten kamen und gingen, einige konnten stabilisiert und in andere Abteilungen verlegt werden, andere benötigten dringende Operationen. Thomas und Lena waren ein eingespieltes Team geworden. Ihre Zusammenarbeit war nahezu nahtlos und es war klar, dass beide eine tiefe Leidenschaft für ihren Beruf hatten. Schließlich sank die Sonne am Horizont und die Notaufnahme wurde ruhiger. Thomas lehnte sich gegen eine Wand und atmete tief durch. Er war erschöpft, aber zufrieden. Dann bemerkte er Lena, die ein paar Meter entfernt stand und in die Ferne blickte. »Ein harter Tag, nicht wahr?«, sagte sie und schaute ihn an. »Ja, das kann man wohl sagen. Aber wir haben es geschafft. Und wir haben einige Leben gerettet.« »Das ist es, was zählt«, antwortete Thomas. Lena nickte. »Sie haben recht. Das ist der Grund, warum wir diesen Job machen, nicht wahr?« Thomas schaute sie an und lächelte. »Genau. Und ich bin froh, dass Sie jetzt Teil dieses Teams sind.
Beide wussten, dass sie noch viele solcher Tage vor sich hatten. Tage voller Herausforderungen und Momente, die das Leben für immer verändern könnten. Aber zumindest für heute fühlten sie sich beide erfüllt und dankbar, ihren Teil beigetragen zu haben. Also dann, bis morgen, sagte Lena, als sie sich auf den Weg zur Umkleide machte. Bis morgen, antwortete Thomas und wusste, dass der nächste Tag neue Herausforderungen bringen würde. Aber egal was kommen mochte, er war bereit dafür. Und er war nicht allein.